herzlich willkommen bei Mommy Made. Wie ihr seht, nicht aus der gewohnten Umgebung. Diejenigen unter euch, die mir auf Instagram folgen oder die hier in die Stories geguckt haben, haben mitbekommen, dass ich umgezogen bin. Wir stehen in meinem neuen Atelier unterm Dach. Es herrscht noch das absolute Chaos und deshalb geht es im Moment auch auf diesem Kanal etwas ruhiger zu. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Meinen Schneidetisch habe ich allerdings schon aufgebaut. Den hatte ich die Tage auf Instagram und auf Facebook gepostet. Und da kamen diverse Nachfragen und ich hatte das Gefühl, dass das den einen oder anderen interessiert, wie man sich den zusammenschraubt aus Ikea-Möbeln und sonstigen Dingen. Und deshalb habe ich gedacht, überbrücke ich die Flaute hier auf dem Kanal ein bisschen und zeige euch kurz, wie ich diesen Schneidetisch zusammengeschustert habe. Denn vielleicht möchte der eine oder andere von euch das ja nachmachen. Hauptbestandteil dieses Schneidetisches sind Ikea Kallax-Regale, früher auch bekannt unter dem Namen Expedit, und zwar die 4er-Variante. Ich habe mir 3 aneinander geschraubt, da kriege ich oben eine Fläche, auf die eine Schneidematte 90 x 1,20 Meter perfekt drauf passt. Wer mehr Platz zur Verfügung hat, kann natürlich an der anderen Stirnseite noch ein 4. dieser Regale montieren, dann hat man einfach noch mehr Platz. Genau, zu diesen Regalen gibt es Rollen. Das sind Schienen, wo quasi immer, also hier geht so eine Metallschiene entlang und es sind zwar quasi auf jeder Seite 2 Rollen aneinander montiert. Das heißt, ihr braucht 2 von diesen Schienen mit Rollen pro Regal. In Summe sind das dann 12 Rollen nach Adam Riese. Und also 2, 4, 6 von diesen Doppeldingern. Die braucht ihr auf jeden Fall von Ikea und dann halt die Anzahl Boxen oder Türen oder was auch immer für Einschubteile ihr für die Fächer eben nutzen wollt. Und dann fahrt ihr zum Baumarkt. Im Baumarkt beschafft ihr euch Universalschrauben oder Holzschrauben. Meine haben einen Durchmesser von 4 mm und sind 3 cm lang. Und solche Beschläge, 7 an der Zahl, nämlich um die Regale miteinander zu verschrauben. Die schraubt ihr, stellt euch die so hin, also 1, 2, 3 Regale oder eben, wer möchte, noch ein 4. an die Stirn und verbohrt die miteinander oder verschraubt die miteinander, indem ihr diese Beschläge so auflegt, dass ihr eben jeweils hier und dort eine Schraube versenken könnt. Und das macht ihr an dieser Stelle 1, an dieser Stelle 2, 3 und weiter drüben 4. Das, wie gesagt, auf der Unterseite, wo auch die Rollen montiert sind. Und dann habe ich an den Stirnseiten jeweils noch so einen Beschlag angebracht, damit es nicht verrutscht obenrum, weil manchmal klafft es so ein bisschen auseinander und das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich hier auf der gegenüberliegenden Seite und dort die Regale noch miteinander mit so einem so einem Beschlag verschraubt. Das heißt, ihr braucht 7 an der Zahl. So, und jetzt könnt ihr euch quasi aussuchen, wie dick die Platte sein soll, die ihr da drauf legt. Dieses Regal, so wie es jetzt hier steht, oder dieser Schneidetisch mit den Rollen drunter, hat jetzt eine Höhe von genau 90 cm. Ich bin 1,70 Meter groß und ich wollte gerne, dass das etwa hüfthoch ist. Das heißt, ich habe mir für meinen Tisch im Baumarkt eine MDF-Platte zuschneiden lassen. Die hat die Maße 1,10 Meter x 1,20 Meter. Das heißt, die steht bei mir hier auf dieser Seite und auf der gegenüberliegenden Seite ein bisschen über. Und in der Breite ist sie genau perfekt. Genau, damit eben die Schneidematte drauf passt, die ich benutzen wollte. Und meine MDF-Platte hat 2,2 cm Dicke. Es gibt MDF-Platten oder auch, ihr könnt da auch andere Platten nehmen im Baumarkt, natürlich in unterschiedlichen Breiten. Und da habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, das ein bisschen an eure Wunschhöhe anzupassen. Bei mir waren es, wie gesagt, 2,2 cm dicke Platte. Und wenn die da drauf liegt, mit der Schneidematte oben drauf, dann geht mir das genau bis zur Hüfte und ist für mich die perfekte Höhe und für meinen Rücken sehr schonend. So, ich hoffe, das hilft euch ein wenig weiter, hat euch ein bisschen inspiriert und ihr habt demnächst alle schöne Schneidetische in euren Wohnungen. Genau, hier geht es tatsächlich demnächst wieder weiter mit der Art Tutorials, die ihr von mir kennt. Habt ein bisschen Geduld, aber ich poste ab und zu auf jeden Fall die ein oder andere Home Story vielleicht und lasse euch teilhaben an meinem Einrichtungschaos. Nächste Woche geht hier die Schule wieder los, also das wird spannend. Aber ich beeile mich und lade ganz bald wieder Tutorials hoch. Abonniert den Mommy Made Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich freue mich. Tschüss!